Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldaktienindex GDX bricht aus. Disclaimer. Der GDX wird in den kommenden Wochen ausbrochen, wenn Gold und Silber ihren Anstieg fortsetzen. Bei Junior Penny Goldaktien besteht ebenfalls immer noch eine extreme Unterbewertung, die als Kaufchance von der Masse der Anleger immer noch ignoriert wird. Erst wenn die Goldaktien spürbar gestiegen sind, werden die Anleger den verpassten Einstieg am Boden erkennen und ebenfalls auf den Zug aufspringen. Wer noch einsteigt oder nachkauft, wird bald den Vorteil genießen, denn die FOMO-Käufer, Fear of Missing Out-Käufer, nicht haben werden, weil sie den Einstieg verpasst haben, beziehungsweise den Einstieg nicht glauben wollen. Ja, wir haben aktuell immer nach wie vor maximalen Pessimismus, aber das ist im Allgemeinen, ja, glaube ich, wie Peter Lynch auch gesagt hat, immer die Geburt der Bullenmärkte. Der Anstieg und die dauerhafte Etablierung Gold über 2000 steht bevor. Also das führt zu einer substanziellen Neubewertung bei Gold- und Silberaktien und auch Silberaktien. Die Rallye ist nicht zu stoppen. Sie sehen ja auch aktuell, Sie kriegen Silber kaum runter. Es hat heute auch über 24 $, glaube ich, geschlossen und ist vermutlich bis September wird es auf 32 $ steigen. Auch das ist enormer Treibstoff für die Gold- und Silberaktien-Rallye. Und bis zum Quartal des nächsten Jahres könnte Silber sogar auf 42 gehen. Und da könnten die unterbewerteten Gold- und Silberaktien komplett ihre Unterbewertung abgebaut haben und sogar schon in die Übertreibung gehen und in die Überbewertung und damit viele Penny-Gold-Aktien zu Dollar-Aktien und mehr werden. Ja, hier einen angehenden Goldproduzent, von dem ich schon mal berichtet habe. Natürlich, der kommt aus Venezuela, da gibt es politische Probleme, extremes Risiko. Er hat aber enormst viel Unzen, fast 20 Millionen Unzen Gold, Medium Grad, 2,0 Gramm pro Tolle etc. Und es gibt eben Verhandlungen generell mit Venezuela und den USA hinsichtlich der Beilegung der Probleme, und Entschädigung für die Aktionäre ist auch geplant. So, und das nehmen eben diese Kurse vorweg, eben diese Verhandlungen. Und das hat eben dazu geführt, dass eben seit April, also das ist ein Video hier, das ich gemacht habe vom April, das sehen Sie hier auch, April oder zumindest Anfang Mai. Schon da ist diese Aktie ausgebrochen, hier damals von 5 6 Cent schon auf 4 10 Cent damals, und die hat sich jetzt noch mehr als verdoppelt. Ich glaube, die hatte heute auf 23,5 ähm, Cent geschlossen. Also Sie sehen, wie das geht, und das von 5 Cent. Ne? Ich meine, das sind kleine Vorläufer, selbstverständlich, es sind Sonderphänomene, Venezuela, aber Sie haben ja auch bei Solis gesehen, falls Sie das beobachtet hatten, hat er darüber gesprochen, das ist ja die ehemalige, oder das ist, war ja früher Westminster Resources, das hatte ich ja den Namen genannt, und die hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern auch einen kanadischen Dollar überschritten, und die war ja kurz davor noch bei 4 Cent. Wo gibt es solche Bewegungen? Und wir haben immer noch absoluten Pessimismus an. Absoluten Pessimismus. Wie sieht das aus bei Optimismus? In der Vergangenheit, das ist einfach eine Realität, das passiert eben nicht so häufig, sind solche Aktien, haben sich verhundertfacht. Das heißt ja hier auch 1000-Report, ab und zu eben noch mal vertausendfach. Natürlich ist das ein absolutes Sonderphänomen, überhaupt keine Frage. Aber wenn, sage ich mal, in relativ schlechten Umfeld die Goldaktien beginnen auszubrechen und jetzt kommt es vielleicht zu einem Goldbullmarkt, der, wie ich habe gerade ein Video wieder von Michael Oliver gelesen, werde ich vielleicht noch verlinken. Der meint auch so, dass relativ leicht Gold jetzt auf 2600, 2700 steigen kann. Also das steht bevor. Und man darf sich nicht rausschütteln lassen, denn im Grunde genommen ist es ja so, wenn man da nicht mit drin ist, hier diese Preise danach zu kaufen, äußerst unangenehm. Jetzt muss man schon 23, 24, 25 Cent kaufen. Trotzdem kann diese Aktie möglicherweise zumindest zu einem Hoch hier von 2019 hochlaufen oder 1 $.
relativ wahrscheinlich. Ne? Aber es ist natürlich extremes hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung. Ich möchte nur berichten, was an den Märkten durchläuft. Es ist nicht so negativ, wie man sich suggeriert. Viele Aktien brechen aus, man muss das genau beobachten. Und wenn der Markt nur ein bisschen anzieht, ist alles doppelt und dreimal so teuer. Das darf man nicht vergessen. Ja, also nochmal Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $. Wie kommen wir da drauf? Es ist eben dieselbe Chartdynamik der 1970er Jahre. Da ist nämlich genau dasselbe mit einer Null weniger passiert, eben von 200 $ auf 850 gestiegen innerhalb von einem guten Jahr. Das war im Wesentlichen das Jahr 1979. Ja, und Sie sehen, es ist ungefähr dasselbe hier. Auch da gab es einen Hoch, dann eine Korrektur, eine zermürbende und ist dann wieder an diesen Rand quasi geklettert. Dann wurde jetzt nochmal, dann haben die damals, ist sicherlich Gold dann nochmal massiv gedrückt worden, so, da es möglichst wenige in der Goldaktienrallye, geschweige denn Goldaktienrallye mit dran teilnehmen können. Und ich empfinde die Situation als identisch. Und wenn jetzt gerade Michael Oliver sagt, Gold kann easily, leicht auf 2600, 2700 steigt. Was bedeutet das für diese extrem unterbewerteten Pennygold-Aktien? Gucken sich die alten Werte hier an. Hier 5 Cent auf 19 $, 10 Cent auf 36, 20 Cent auf 40 $. Wo gibt es sowas? Ja, in solchen Situationen. Und meines Erachtens entstehen wir direkt vor dieser Situation. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Wir glauben, eben weil man den Gold- und Silberpreis vermutlich nicht so schnell hochlassen will, aber man muss dem Druck etwas nachgeben. Man wird vermutlich eben diesen Anstieg, Michael Oliver hat eben 2600, 2700 gesagt, ich sage eher 2400, Silber zumindest 42 $. Das ist aus meiner Sicht ein moderater Anstieg. Das ist ja bei Gold dann Anstieg 20, vielleicht 25%, also insgesamt auch noch für die normalen Anleger, für die Masse draußen eigentlich eine normale Veränderung, aber das führt zu einem ungeheuren Anstieg dieser unterbewerteten Gold- und Silberaktien. Das ist hier eben so links zum Beispiel eines Kupfer, Gold, Silber. Projektgenerator aus Kanada ist von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb von wenigen Monaten gestiegen. Das erwarten wir eigentlich heute auch mit einer noch etwas höheren Magnitude. Und eben auch diesen Silberspike. Das ist ja auch eine große Rolle. Hier ist der von hier im Jahr 2010 von 17 $ auf 50 $ in 8 Monaten damals 2010 gestiegen. Und genau das identisch selber erwarten wir eigentlich jetzt hier auch. Und das ist schon damals ein enormer Treiber für Gold- und Silberaktien gewesen und erst recht heute. Das ist, was uns hier in den Markt anzieht, ist eben diese extreme Unterbewertung, die eigentlich nicht erklärbar ist. Goldaktien gegenüber Gold, und das ist hier das Ratio, sind 1986 im Bärenmarkt, haben eigentlich erst jetzt hier den Boden gefunden. Und dieser Chartist meint, dass es mit einer übergroßen Eruption halt in den Normalbereich zurückgeht und vermutlich darüber hinausläuft. Und dann gibt es eben noch das Bewertungsgap von sogenannten Senior-Aktien wie Barrick und Newmont und eben diesen Pennygold-Aktien und Junior-Aktien, die sind weit auseinander, aber Sie sehen im Jahr 2002, damals, wo es auch eine enorme Goldaktienrallye gab zwischen 2000 und 2004, äh, das kann dann auch mit einmal blitzschnell abgebaut sein. Und das führt auch dazu, dass Pennygold-Aktien in Dollaraktien oder mehr steigen. Ja, wie hätte man 1970 im Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Ja, man hätte irgendwie in Goldaktien investieren müsste, vielleicht als die Stimmung sehr schlecht war, immer Positionen aufbauen, 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 weiter verteilen, vielleicht genau beobachten, gut performende, die langsam beginnen aufzubrechen, nachzukaufen. Ganz wie heute, das gibt es nicht mit Vorankündigung, was in das Hundertfache steigt oder nicht. Es ist eben auch so ein bisschen Lotterie, aber man kann sein Glück auf die Sprünge helfen, indem man mehrere beobachtet, eben versucht, gute dann zu kaufen, nachzukaufen. Und im Grunde genommen, wenn der Markt denn fliegt, da gibt es ja diesen Spruch von Doug Casey, if the wind blows strong enough, even the turkey fly. Also wenn der Wind nur stark genug bläst, dann fliegen sogar auch die Truthähne. Also in dem Fall die nicht so attraktiven Gold- und Silberaktien. Und ja, Sie kennen ja auch die Story. Selbst Betrugsfälle sind auch schon teilweise wie Rex.
1993 bis 1996, die hatten am Ende kein Gold, um das Tausendfache zu gestiegen. Wenn wirklich zu einer Goldmania kommt, dann erleben wir Dinge, da werden sich noch Generationen von erzählen. Da bin ich fest von überzeugt. Und so war es in Ansätzen eben hier in den 70er Jahren auch, sich sein Geld mindestens verhundertfachen mit Goldaktien und dann die Gewinne, das war eben der Clou, dann diesen Markt komplett verlassen und in den völlig ausgebombten und unterbewerteten im Verhältnis zu Gold Standardaktienmarkt betreten mit Kauf von Topfonds wie Berkshire Hathaway. Und hätte man das gemacht, hätte man von 1976, 77 aus $50 bis 1999 $1 Million gemacht. Wie gesagt, es ist der Blick auf die Vergangenheit. Das soll das soll versuchen, die Zukunft so ein bisschen klarer zu machen. Das wird nicht ganz so laufen, vermutlich wie damals, aber es ist erstmal einfach berückblick, wie hätte man damals optimal investiert. Ereignis 2, Ereignis 3. Also wenn die Goldaktien teuer sind, dann steigt auf allen Seiten exorbitant das Risiko. Die minenproduzierenden Länder könnten die Minen verstaatlichen, extra besteuern. Unser eigenes Bankensystem kann über den Jordan geben. Das wird ja nur noch mit Milliardensubventionen aufrechterhalten. Alles ungeheuer schwierig. Also das Risiko nimmt zu. Wir müssen dann sehen, wenn die Goldaktien wirklich steigen, dass wir eben davon mehr Gold und Silber machen und möglicherweise auch die Gewinne so sichern, dass man im Zweifelfall eben auch davon leben kann, sozusagen, ohne eben Gold und Silber zu verkaufen. Das ist, finde ich, auch einer der signifikanten Vorteile der Goldaktien. Wenn jetzt die Goldaktien steigen und die Gesamtsituation wird schwieriger und man muss eigentlich sein Gold und Silber anbrechen, um seine Lebenskosten zu bestreiten, brauchen sie dann nicht machen, weil sie können die Gewinne von Goldaktien verwenden und eben natürlich für den Kauf von mehr Gold und Silber. Das ist meines Erachtens auch ein riesiger Vorteil in dieser Situation. Ja, Mike Maloney sagt eben, wenn Gold und Goldaktien hochgelaufen sind, dann wird man wie 1980 mindestens für 500 Unzen, hier sehen Sie es, ein Haus kaufen. Damals stieg dann ja Silber bis auf $50 und damals 500 mal 50, $25.000 hat man da in den USA damals noch ein Standardhaus gekriegt. Ja, und Sie sehen ja, hier wird quasi erwartet, dass es sogar noch weiter und tiefer fällt. Das würde dann bedeuten, dass Sie bei der nächsten, ich nenne das mal ökonomischen Tiefpunkt oder Goldmaximalpunkt, wie man es immer nennen will, für 250 Unzen Silber ein Standardhaus kriegen kann. Das deutet sich an. Ist natürlich eine hochkomplexe Zeit, schwierig. Ich würde auch behaupten, dass dieser Silber-Maximalwert nicht lange anhält, vielleicht einen Monat, zwei, ganz schwer zu sagen. Silber hat eben auch die Eigenschaft, dass es wieder zurückschnappt. Und weil das so ist, muss man sich vorbereiten, was man dann tatsächlich dafür kaufen will, falls dann diese Region dann auftauchen will. Dieses Fenster wird es nicht lange geben. Ja, also das Fazit ist, man muss die Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen, weil alles so verzerrt ist, wegen der Verschuldung und unhaltbaren finanziellen Verhältnisse und so weiter, können wir nicht standardmäßig investieren, sondern wir müssen unsere Investitionen an den Ereignissen, äh, sag ich mal, auslegen. Und das heißt eben, Gold wird früher oder später auf 8.000 Kaufkraft wandern, Silber auf 300. Und wir hoffen jetzt, dass das Ganze sozusagen moderat beginnt und in der Vorphase eben die Goldaktien überproportional steigen, dass sie zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen können. Das bedeutet die 25. Also sie sind $200, machen eine Ver-25-fachung mit Goldaktien, können dadurch noch relativ günstiges Gold und Silber kaufen. Äh, aber es ist dann besser, in Gold und Silber zu sein, weil die Goldaktien ihre Unterbewertung abgebaut haben. Wie gesagt, es drohen Gefahren, Verstaatlichung, who knows what. Ähm, Gold und Silber erreicht dann ja seinen Kaufkraft-maximalen Spitzenwert, hatte ich ja gerade gesagt, irgendwo bei $8.000, $300. Die Zahl ist nicht von mir. Ich nehme die von Mike Maloney und Egon von Greyerz, die reden auch ähnlich. Das sind die Maximalwerte und da muss man eben zusehen, was dann auch immer en vogue ist oder attraktiv ist. Standardaktien, Topfonds, könnte mir denken,
solche Unternehmen vielleicht, die jede Krise überstehen, so wie Bayersdorf, vielleicht wie Siemens, sind dann außergewöhnlich billig und vielleicht auch einige Schweizer Firmen. Viele Firmen werden natürlich verschwinden in dieser Übergangsperiode, aber die sind ungeheuer billig und dann im nächsten Wirtschaftserholzyklus steigen dann solche Aktien vermutlich dann um das 50-fache, weil es kommen dann ja wieder neue Technologien, die Schulden sind weg und der nächste ökonomische Boom oder die nächste Dynamik steht vor uns. Also jetzt maximal an der Inflationsdynamik profitieren und diese Gewinne aus der Inflationsdynamik müssen dann, wenn das neue Zeitalter in Anführungsstrichen kommt, die neue Produktivität, muss dann neue Produktivität transformiert werden und dann müssen wir von der Dynamik profitieren. Und das würde dann bedeuten, wenn man das so hochrechnet, aus jede $200, die man in Goldaktien investiert, wird dann langfristig 1 Million langfristig. Ne? Das ist jetzt nicht die Gewinne der Goldaktien. Da haben wir jetzt mal gesagt, im Schnitt vielleicht von dieser Tiefe um das 25-fache. Also wenn jetzt Gold auf 2400 steigt, sonst was, haben wir wahrscheinlich viele Aktien, die diese Dimensionen dann gestiegen sind. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren. Da gibt es viele Aktien nach verschiedenen Risikostufen, moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir errechnen Potentialfaktor als Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Auch eine Exit-Strategie ist damit bei. Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung, es gibt keine Mindestinvestitionssumme, schon ist zollfrei in der Schweiz eingelagert, genauso ist leichtester Verkauf. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Vielleicht, wenn Ihnen das gefallen hat, auch mir ein Like geben. Das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.